Herbststurm am Leuchtturm von Irene McGovern. Kapitel 1. Ich schaute aus dem Fenster auf das aufgewühlte Meer. Der Wellengang hatte bereits deutlich zugenommen. Die schaumige Gischt peitschte immer wieder gegen die schroffe Felsküste, die nur wenige Meter hinter dem Haus ins Wasser ragte. Wie kleine Schafe trieb der Wind die Wolken am Himmel vor sich her. Eigentlich liebte ich dieses Wetter im Herbst. Es war die beste Zeit, um den kleinen Holzofen zu befeuern und es sich mit einer Tasse Tee und einem guten Buch auf dem Sofa gemütlich zu machen. Oder auch, um mit Tori eine kleine Partie Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Doch diesmal war es anders. Die Meteorologen warnten bereits seit 2 Tagen vor einem starken Sturm und auf der Insel herrschte bei den Bewohnern eine Unruhe, die ich bisher noch nie gespürt hatte. Alle waren damit beschäftigt, ihre Häuser wetterfest zu machen und sich mit Vorräten einzudecken, für den Fall, dass wir hier ein paar Tage von der Zivilisation abgekapselt sein sollten. Das ganze Szenario bereitete mir ein ziemlich ungutes Gefühl, obwohl ich meinte, mich schon gut darauf vorbereitet zu haben. Ich schaute zu Tori, die ganz versunken und zufrieden mit ihren Puppen spielte und keine Ahnung von dem hatte, was mich gerade in meinem Inneren umtrieb. Seit wir hierher gezogen waren, erblühte meine kleine Tochter richtig. Die Ruhe und die Spaziergänge in der Natur taten ihr gut. Es gab immer etwas Neues zu entdecken. Und wenn sie mit ihren gelben Gummistiefeln und ihrer rosaroten Matschhose ins Haus gestolpert kam, um mir eine Muschel zu zeigen, die sie wie ein Schatz in ihren Händen trug, waren das die Momente, die mich wirklich glücklich machten. Und trotzdem kämpfte ich immer noch mit den Zweifeln, ob es die richtige Entscheidung gewesen war. Ein kleines Leuchtturmwärterhaus auf einer schwach besiedelten Insel am Ende der Highlands. Davor hatte ich mit Gavin in einer großzügigen Wohnung in Glasgow gewohnt. Wir hatten gute Jobs und ein angenehmes Leben. Schon lange hegten wir den Wunsch, die Stadt zu verlassen und irgendwo ans Meer zu ziehen, was sich dann mit der Geburt unserer Tochter vor 5 Jahren noch verstärkt hatte. Und trotzdem blieb es lange nur ein Traum. Und manchmal wünschte ich mir, dass es tatsächlich nur ein Traum geblieben wäre. Denn die Umstände, die uns hierher geführt hatten, waren keineswegs erfreulich gewesen. Knapp 2 Jahre war es her. Gavin hatte noch einen späten Geschäftstermin bei einem Kunden in Edinburgh, was nichts Ungewöhnliches war. Wie gewohnt brachte ich Tori ins Bett und machte es mir dann auf der Couch vor dem Fernseher gemütlich. Es lief ein leichter Liebesfilm, dessen Ende ich nicht mehr mitbekam, weil ich eingeschlafen war. Eine Marotte, die ich mir bis heute noch nicht so richtig abgewöhnt hatte. Mitten in der Nacht war ich dann plötzlich wieder erwacht. Ich dachte, ich hätte eine Tür gehört und meinte, dass Gavin endlich nach Hause gekommen war. Normalerweise weckte er mich dann mit einem zarten Kuss kurz auf, sodass wir gemeinsam ins Bett gehen konnten. Doch das war an diesem Abend nicht der Fall. »Gavin?« sagte ich leise seinen Namen in die nächtliche Stille unserer Wohnung. »Gavin, bist du da?« Doch es kam keine Antwort. Leise schlich ich mich zum Schlafzimmer. Nicht, dass er schon schlief. Ich wollte ihn nicht wecken. Er hatte mit Sicherheit einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich und brauchte die Ruhe. Als ich die Türe vorsichtig öffnete, erkannte ich, dass unser Bett noch unbenutzt war. Ein ungutes Gefühl beschlich mich, das mir mit schrillenden Alarmglocken sagen wollte, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte. Erst jetzt schaute ich auf den Wecker auf dem Nachtkästchen. Es war bereits 2:20. So spät war Gavin noch nie nach Hause gekommen. Adrenalin schoss in meinen Körper und ich griff zum Telefon, um ihn auf dem Handy anzurufen. Doch statt eines Klingeltons ging sofort seine Mailbox hin. Die darauf folgenden Stunden waren mir nur noch schemenhaft in Erinnerung. Wie eine rastlose Löwin war ich in der Wohnung auf und ab gelaufen und wählte dauernd Gavins Nummer an, in der Hoffnung, dass er endlich ans Telefon gehen würde. Doch weiterhin vertröstete mich nur die Mailbox. Es dämmerte bereits, als mich das Klingeln der Haustür aus meinen Gedanken riss. Ich öffnete. »Oh, Gavin, endlich! Hast du deine Schlüssel verloren?« brach es aus mir heraus. Doch es war nicht Gavin, sondern 2 Bobbys in Uniform. »Mrs. Anna Campbell? Können wir kurz hereinkommen?« fragte einer von ihnen in sanfter Tonlage. Völlig überrumpelt von dieser Situation ließ ich die beiden an mir vorbei in das Wohnzimmer.
Was ist passiert?« wollte ich schließlich wissen und war auf einmal völlig klar im Kopf, obwohl ich die halbe Nacht nicht geschlafen hatte. »Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Ihr Mann hatte gestern Abend einen schweren Autounfall«, antwortete der eine von ihnen. Nein, das kann nicht sein. Was ist mit ihm?« »Er ist heute Morgen im Krankenhaus verstorben.« Es traf mich wie ein Blitz und ich konnte überhaupt nicht fassen, was er da gerade gesagt hatte. Schwerfällig ließ ich mich auf das Sofa fallen, unfähig irgendwie zu reagieren. Da war auf einmal diese Leere, die erbarmungslos über mich hereinbrach. Gavin, das konnte doch nicht wahr sein. Wir hatten doch eben noch miteinander gesprochen, hatten gemeinsam gefrühstückt. Gavin. Ganz langsam traten Tränen in mein Gesicht. Ich begann zu weinen und dachte, ich könnte niemals wieder damit aufhören. Die nächste Zeit funktionierte ich einfach nur noch. Meine Eltern unterstützten mich, wo sie nur konnten. Es gab vieles zu organisieren und regeln. Und eines Tages kam Dr. Perry Gaham zu mir, um mit mir über Gavins Erbe zu sprechen, was für mich nur eine lästige Formalie war, die erledigt werden musste. Doch staunte ich nicht schlecht, als ich erfuhr, dass Gavin kurz vor seinem Tod ein altes Leuchtturmwärterhäuschen auf einer kleinen Insel am Rande der Highlands direkt am Meer gekauft hatte. Er hatte auch eine Lebensversicherung abgeschlossen, sodass ich mir nun keine Gedanken machen musste, wie ich es abbezahlen sollte. Und so sah ich es als den letzten Willen meines Mannes an, dass Tori und ich dort einziehen sollten, um den Traum zu leben, den wir schon so lange gehegt hatten. Kapitel 2. Als ich zum ersten Mal St. Michael's Lighthouse sah, hatte ich mich bereits verliebt in dieses Stück Land, das mir das Gefühl gab, am Ende der Welt zu sein. Mit Gras bewachsene Felsen säumten den Weg auf beiden Seiten. Eine schmale, gekieste Straße führte direkt dorthin. Wie sich herausstellte, hatte Gavin das Haus bereits herrichten und etliche Renovierungsmaßnahmen durchführen lassen, sodass wir praktisch nur noch einziehen mussten. Es war im Stile eines Cottages gehalten und mit viel Liebe zum Detail ein echtes kleines Schmuckstück, wo Tori und ich uns vom ersten Tag an so richtig wohlfühlten und das Geschehene langsam verarbeiten konnten. Es kam mir vor, als wäre es Gavins Vermächtnis an uns. Doch so romantisch, wie man sich das Leben auf einer einsamen Insel vorstellte, war es leider nicht ganz. In eine eingeschworene Gemeinschaft von Insulanern zu stoßen, die dazu auch noch hauptsächlich aus Schotten bestand, war gar nicht so einfach. Außerdem musste ich meine Gewohnheiten drastisch umstellen. Einfach mal kurz ins Shoppingcenter gehen, war schlichtweg nicht möglich. Ich musste schon Wochen im Voraus planen, was ich alles benötigte. Dabei ging es nicht nur um Lebensmittel, sondern auch um Kleidung. Tori wuchs so schnell. Fast wöchentlich fanden sich Hosen und Shirts, die ihr plötzlich zu klein geworden waren. Doch daran gewöhnte ich mich relativ schnell. Die erste Freundschaft ergab sich dann mit Mary Macmillan, die in dem kleinen Hauptort der Insel, in dem gerade mal 100 Personen lebten, einen Tante-Emma-Laden betrieb, in dem auch ein kleiner Tisch und eine gemütliche Bank standen, wo man immer herzlich willkommen war, einen Kaffee zu trinken und ein Stück ihrer selbstgebackenen Kuchen zu essen. Mary hatte einen Sohn, der fast gleich alt war wie Tori, und die beiden verstanden sich auf Anhieb. So ergab es sich, dass auch wir Mütter uns immer vertrauter wurden, bis ich sie schließlich einmal zu mir ins Leuchtturmwärterhäuschen einlud. Ab diesem Zeitpunkt waren jegliche Hemmschwellen zwischen uns komplett vergessen, und so freundete ich mich immer mehr mit den Einheimischen an, bis ich mich fast schon wie eine von ihnen fühlte. Es gab nur einen, mit dem ich überhaupt nicht warm wurde, und das war Bryce Cameron. Bryce war ein Fischer, knapp 40 Jahre alt. Seine Augen leuchteten so grün wie das Meer und sein braunes Haar, das meist vom Wind etwas zerzaust war, färbte sich an den Schläfen bereits leicht grau, was seinem guten Aussehen allerdings keinen Abbruch tat und ihn eher noch interessanter machte. Sein Körper war von der vielen harten Arbeit regelrecht durchtrainiert. Meist sah man ihn in seiner wasserdichten grünen Hose und mit einem karierten Hemd bekleidet in Hafennähe.
Seine Haut war für einen Schotten ungewöhnlich braun, was wohl von der Reflexion der Sonne auf dem Meer herrührte. Trotz seines guten Aussehens war er ein sehr verschlossener Typ mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Doch das war noch nicht alles. Ich hatte schon öfter das Gefühl gehabt, dass er sich, wenn er mir begegnete, noch mehr versperrte, so als hegte er irgendeinen Groll gegen mich. Lange konnte ich mir keinen Reim darauf machen, bis mir Mary eines Tages eine Erklärung dafür gab. Bryce hatte gerade einen Kaffee in Marys Kaffeeecke getrunken, als ich den Laden betrat. Ziemlich hektisch leerte er seine Tasse und stob ohne ein Wort aus dem Geschäft, während er mich noch leicht anrempelte. »Nimm es ihm nicht krumm«, meinte Mary zu mir. »Er ist eigentlich ein ganz netter Kerl, aber es fällt ihm einfach nicht einfach, dir zu begegnen.« »Mir? Aber wieso? Was habe ich ihm denn getan? Wir haben ja noch nicht mal ein Wort miteinander geredet«, fragte ich Mary völlig entgeistert. Ungefragt machte mir Mary einen heißen Kräutertee und setzte sich zusammen mit mir an den kleinen Tisch, wo immer noch die leere Tasse von Bryce stand. Sie legte ihre Hand auf meinen Unterarm, dabei schaute sie mich mit ihren treuherzigen Augen an. »Es geht um St. Michael's Lighthouse«, begann sie langsam. »Wieso? Was ist damit?« Bryce war der Vorbesitzer. Er konnte die Raten nicht mehr berappen, deswegen wurde St. Michael's Lighthouse zwangsversteigert. »Wusstest du das etwa nicht?« meinte Mary einfühlsam. Nein, das wusste ich nicht. Gavin hat das alles...« Ich konnte nicht mehr weiterreden. Ein dicker Kloß hatte sich in meinem Hals gebildet, und auch wenn ich es noch versuchte zu vermeiden, bahnten sich bereits die ersten Tränen ihren Weg über meine Wangen. Mary sagte nichts und streichelte mir stattdessen liebevoll über den Rücken. »Ach, mach dir darüber keine Sorgen. Es ist immer alles gut, so wie es kommt. Das Schicksal folgt seinen eigenen Regeln, und die müssen wir nicht immer verstehen«, fand sie nach einiger Zeit diese tröstlichen Worte für mich. Trotzdem brachte mich diese Sache ziemlich ins Grübeln. War es wirklich richtig gewesen, hierher zu ziehen? Baute ich mein Glück auf dem Unglück eines anderen auf? Dieser Umstand machte mir doch ziemlich zu schaffen. Mein Traum hatte sich ein Stück weit entzaubert, und ich wünschte mir so sehr, mit Gavin sprechen zu können. Er war in solchen Situationen immer so besonnen gewesen. Doch all mein Flehen, das ich Richtung Himmel schickte, erfuhr keine Antwort. Und nun kam auch noch meine erste richtige Belastungsprobe auf mich zu. So manche Stimme hatte ich in diesem Haus schon miterlebt. Doch das, was für die nächsten Tage von den Meteorologen für unsere Insel angekündigt war, sollte das bisherige weit in den Schatten stellen. Die Vorboten hatten mittlerweile St. Michael's Lighthouse erreicht. Der Wind wehte bereits kräftig und der Regen peitschte gegen die Mauern. Draußen musste ich dringend noch ein paar Vorkehrungen treffen. Ich hatte tierische Angst vor dem, was da auf uns zurollen sollte. Schnell zog ich mir meinen gelben Regenmantel an und mein Blick fiel auf die kleine Engelsstatue in der Nische, gleich neben der Eingangstür. »Beschütze uns, heiliger Michael«, flehte ich in Gedanken. Dann machte ich die Haustür auf und starrte völlig überrascht in die meergrünen Augen von Bryce Cameron. Kapitel 3. »Haben Sie eigentlich eine Ahnung, was es bedeutet, hier zu wohnen?« knurrte Bryce mich an und sah nicht gerade gut gelaunt aus. Von seinem Regenmantel lief das Wasser in kleinen Bächen hinab. Was sollte das denn? Wollte er mit mir jetzt Grundsatzdiskussionen führen? Ich hatte keine Zeit für solche Spielchen. Energisch ging ich einfach an ihm vorbei und zog die Haustür hinter mir zu. Doch er fasste mich an der Schulter. »Was soll das?« herrschte ich ihn böse an. »Sie sollten die Fenster auf der Wetterseite vernageln, wenn Sie nicht wollen, dass Ihnen die Scheiben innerhalb kürzester Zeit um die Ohren fliegen«, meinte er emotionslos zu mir. War er jetzt gekommen, um mir klarzumachen, dass ich nicht in der Lage war, in diesem Haus zu leben? Zweifel überkamen mich und ich fühlte mich auf einmal völlig überfordert von der ganzen Situation. Ich hatte eine verdammte Angst. Den einzigen Wunsch, den ich hatte, war der, Tori und mich sicher durch diesen Sturm zu bringen. Um wegzufahren, war es bereits viel zu spät. Wir mussten da jetzt durch. Doch wie, wusste ich selbst noch nicht so genau. Und
Als ich das in diesem Moment begriff, merkte ich, wie langsam die Tränen in mir aufstiegen. Bryce stand weiter reglos vor mir und starrte mich eine ganze Weile an, als hätte er noch nie eine weinende Frau gesehen. »Kommen Sie, wir haben jetzt keine Zeit für Gefühlsduseleien. Wir müssen dieses Haus sturmfest machen, und zwar ziemlich schnell«, meinte er mit fester Stimme zu mir und ging dem Wind entgegen Richtung Schuppen, wo sich die ganzen Werkzeuge befanden. Ich folgte ihm. Wortlos drückte er mir einen schweren Hammer in die Hand und nahm dann selbst einen zweiten, einen Stapel Bretter und eine Packung großer Nägel mit. Wir gingen zur Wetterseite, wo der Wind einem beinahe den Atem nahm und begann, die Fensterläden zuzunageln. Keine Ahnung, wie lange wir dafür gebraucht hatten. Ich hatte jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Ich wusste nur, dass alles um mich ziemlich düster und bedrohlich wirkte. Die Wolken waren dunkel und ließen unablässig Regen zur Erde. Die Wellen vom Meer rauschten mit einer unglaublichen Gewalt gegen die schroffen Felsen. Ich war patschnass und mir war kalt, doch das war mir in diesem Moment egal. Bryce sprach mit mir währenddessen kein Wort. Stattdessen hämmerte er die Bretter an die Fensterläden, als wolle er einen neuen Rekord aufstellen. Sämtliche Handgriff saßen bei ihm, als würde er den ganzen Tag nichts anderes tun. Als wir fertig waren, liefen wir schleunigst wieder auf die geschützte Seite zurück und räumten die Werkzeuge auf. Verabschiedete sich Bryce einsilbig von mir. Keine Ahnung, warum er das alles für uns getan hatte, aber ich war ihm wirklich dankbar dafür. »Dankeschön«, sagte ich leise zu ihm und suchte Halt in seinen Augen. Er erwiderte darauf nichts, drehte sich um und ging durch den Regen zu seinem Pickup, den er wenige Meter vom Haus weggeparkt hatte. Ich sah zu, wie er einstieg und wegfuhr. Dann schloss ich schnell die Haustür hinter mir und eilte in das kleine gemütliche Badezimmer mit der Löwenfußbadewanne. Ich ließ umgehend meine Klamotten zu Boden fallen, rubbelte mich mit einem Handtuch ab und zog mir eilig einen kuscheligen Bademantel und warme Socken an. Tori spielte ganz versunken im Wohnzimmer mit ihren Puppen. In der Küche stellte ich einen Teekessel auf den Herd, als es plötzlich läutete. Wer konnte das jetzt sein? So viel Besuch an einem Tag bekam ich selten auf St. Michael's Lighthouse. Hatte sich vielleicht Mary auch um mich Sorgen gemacht und wollte vor dem großen Sturm nochmal nach uns sehen? Doch als ich die Türe öffnete, staunte ich nicht schlecht, dass es wieder Bryce war, der da vor mir stand. »Die Straße ist überschwemmt«, meinte er knapp zu mir. Es brauchte einen kurzen Augenblick, bis ich begriff, was er damit sagen wollte. Wir würden hier die nächsten Tage zusammen festhängen. Ja, also kommen Sie doch herein«, bot ich ihm an, und er trat ohne ein Wort des Dankes einfach ein, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. »Haben Sie vielleicht etwas Trockenes zum Anziehen?« wollte er sachlich wissen. Ja, natürlich.« Schnell eilte ich in mein Schlafzimmer. Gavins Sachen hatte ich zwar zum Großteil ausgemistet, als wir hierher umgezogen waren, doch ein paar Klamotten, die er besonders gerne getragen hatte, waren in meinem Schrank deponiert. Das gab mir manchmal das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ich zögerte kurz. Dann zog ich für Bryce eine bequeme Hose und ein Shirt heraus, zog mich ebenfalls kurz um und legte ihm mein Handtuch bereit. »Sie können gerne das Badezimmer benutzen«, meinte ich zu ihm. Er nahm mein Angebot wortlos an und schloss die Tür hinter sich. Wenig später hörte ich das Wasser der Dusche rauschen. »Wer ist der Mann, Mama?« wollte Tori neugierig von mir wissen, während ich in der offenen Küche damit begann, eine wärmende Suppe für das Abendessen zuzubereiten. »Er hat mir geholfen, das Haus sturmfest zu machen«, sagte ich leise vor mich hin und konnte es selbst noch nicht so ganz glauben. Als Bryce wenig später frisch geduscht und mit trockener Kleidung aus dem Badezimmer trat, rubbelte er sich noch die Haare mit dem Handtuch trocken. Gavins Sachen passten ihm perfekt. Er war ein attraktiver Mann. Wäre er nicht so furchtbar schwofelhaft, er wäre mir fast ein bisschen sympathisch. »Hallo, ich bin Bryce«, stellte er sich meiner kleinen Tochter vor und streckte ihr seine Hand entgegen, die sie ganz unbefangen annahm. »Ich bin Tori«, erwiderte sie freundlich, und ich glaubte kaum, was ich danach zu sehen bekam. Zum ersten Mal, seit ich Bryce überhaupt begegnet war, vernahm ich auf seinem Gesicht ein Lächeln. Als wir wenig später zusammen aßen, wirkte er völlig in sich gekehrt. Sein Blick schweifte durch den Raum. Meditativ löffelte er seine Suppe aus. Der Wind peitschte erbarmungslos gegen die verriegelten Fensterläden.
»Schön, was Sie aus St. Michaels Lighthouse gemacht haben«, sagte er nach einer Weile des Schweigens. »Gavin hat hier vor seinem Tod noch sehr viel herrichten lassen. Ich liebe es. Es ist perfekt«, sprach ich mehr zu mir selbst als zu ihm. »Sie sind verwitwet«, stellte er fest. »Ja, ich auch.« Als er das sagte, wurde er seltsam melancholisch, und ich fragte mich, auf welchem Planeten ich eigentlich lebte, dass ich das auf dieser kleinen Insel noch nicht mitbekommen hatte. Kapitel 4. Ich brachte Tori ins Bett und wollte für Bryce noch eine Decke und ein Kopfkissen holen, damit er heute Nacht auf dem Sofa schlafen konnte. Doch als ich wieder ins Wohnzimmer kam, war ich ein wenig irritiert. Bryce hatte 2 Gläser Whisky eingeschenkt und saß entspannt auf der Couch. Kerzen standen auf dem Tisch und verbreiteten eine behagliche Gemütlichkeit. Was hatte dieser Kerl vor? Dachte er, das hier sei ein romantisches Date? Kaum öffnete man sich diesem Typen ein wenig, verlangte er gleich nach mehr. Unglaublich. Für einen kurzen Augenblick hätte ich beinahe noch so etwas wie Verständnis und Sympathie für ihn aufgebracht. Was soll das? Herrschte ich ihn an und zeigte auf die Gläser und die Kerzen. Erschrocken fuhr er zusammen und stand vom Sofa auf. »Also, da verstehen Sie etwas völlig falsch«, stammelte er wie ein Schuljunge, den man bei etwas erwischt hatte, so dass er mir fast schon leid tat. Der Whisky ist Medizin, um einer Lungenentzündung vorzubeugen, und die Kerzen habe ich angezündet. Klack, machte es in diesem Augenblick, und der Strom war plötzlich weg. Die Kerzen habe ich angezündet, weil man hier schnell mal mit einem Stromausfall zu kämpfen hat, beendete er seinen Satz und lächelte mich im Schein der Kerzen verlegen an. Es kann schon mal einen Tag dauern, bis er wieder zum Laufen kommt. Fuck, entfuhr es mir. Hektisch stolperte ich zum Kühlschrank und öffnete die Türe, wo ich die Essensvorräte für den Sturm deponiert hatte. Dunkel. Ich war den Tränen nahe und fühlte mich mit allem völlig überfordert. »Haben Sie ein Verlängerungskabel?« grätschte Bryce in meine Verzweiflung. »Was wollen Sie denn damit? Es läuft doch sowieso nichts mehr«, keifte ich zu ihm. »Wir könnten das Notstromaggregat vom Leuchtturm anzapfen«, meinte er augenzwinkernd zu mir. »Ist zwar nicht ganz legal, aber bisher hat das noch niemand beanstandet.« Schnell holte ich das Kabel aus dem Keller und wir legten eine Leitung. Ich war gespannt, was heute Nacht noch alles zu erwarten war. Die besonnene Art von Bryce beruhigte mich ein wenig und ich war wirklich froh, dass er da war. »So, jetzt könnte ich wirklich einen Whisky vertragen«, meinte ich mit ernster Miene zu ihm, was ihm ein leichtes Schmunzeln abrang. Wir setzten uns gegenüber auf das Sofa und prosteten uns zu. »Slàinte«. Bryce begann zu erzählen, mit was man bei Sturm in einem Leuchtturmwärterhaus noch so alles zu rechnen hatte. Ein paar wirklich schräge Anekdoten hatte er dabei auf Lager, die es sogar schafften, mich ein wenig zu erheitern. »Du warst hier wohl sehr glücklich mit deiner Frau«, rutschte es mir plötzlich raus und ich wusste eigentlich gar nicht so genau, warum. Vermutlich hatte der Whisky meine Zunge gelockert. Bryce schaute mich an und sagte nichts darauf. »Sorry«, murmelte ich, »das wollte ich nicht sagen.« Er nippte an seinem Whisky und sein Blick ging ins Leere. Dann wandte er sich zu mir. »Ja, wir waren hier lange Zeit sehr glücklich«, sprach er schließlich ganz leise zu mir, und der Wind, der draußen tobte, drohte beinahe seine Worte zu verschlucken. Dann hat sie diese schreckliche Diagnose bekommen. Ich wollte es zuerst nicht wahrhaben. Zu Beginn wirkte sie immer noch so fit und vital. Es war ein schleichender Prozess. Ich hätte alles für sie getan. Man sah ihm an, dass es ihm nicht leicht fiel, darüber zu reden. Ich musste Schulden auf das Haus aufnehmen, um die unzähligen Therapien für sie zu bezahlen. Leider hatte ich mich dabei völlig übernommen. Doch das war es wert. Denn jede Sekunde, die ihr Leben verlängert hat, und jede Sekunde, die ihr den Schmerz genommen hat, waren es verdammt nochmal wert. Eine Träne lief ihm lautlos über die Wange. Zuerst wollte so eine Immobilienfirma das Leuchtturmwärterhaus kaufen und ein Hotel daraus machen.
Als dann plötzlich Gavin auftauchte und mir total begeistert davon erzählt, wie er sich das Leben mit dir und eurer Tochter hier vorstellte, wusste ich, dass er es unbedingt bekommen sollte, wenn ich es schon selbst nicht halten konnte. »Du kanntest Gavin?« Ich war völlig perplex. Gut genug, um zu wissen, dass er der Richtige war für dieses Haus. Er war wirklich ein feiner Typ. »Und warum warst du dann, seit ich hier auf der Insel lebe, so abweisend zu mir?« »Weil ich deinen Schmerz nicht ertragen konnte, Anna«, gestand er mir mit ruhiger Stimme. »Man sah dir immer an, wie sehr dir Gavin fehlte. Das erinnerte mich zu sehr an mein eigenes Schicksal.« Draußen rüttelte immer noch der Wind an den verriegelten Fensterläden. Mitfühlend streichelte ich Bryce über seine muskulöse Schulter. Er schloss für einen Moment die Augen. Und ehe ich es so richtig begreifen konnte, lagen wir uns in den Armen. Die Wärme seines Körpers zu spüren, gab mir ein Gefühl der Geborgenheit. Als ich dann seine weichen Lippen auf meinen spürte, begann mein ganzer Körper zu kribbeln. Wie lange hatte ich so etwas schon nicht mehr empfunden? Bryce schien es nicht viel anders zu gehen. Unsere Zungen berührten sich vorsichtig und ich ließ mich ganz in diesen Moment fallen. Wir befreiten uns gegenseitig von unserer Kleidung und unsere Hände erkundeten zärtlich den Körper des anderen. Und dann ließen wir geschehen, was nicht mehr zu vermeiden war. Eine ganze Weile danach lag ich noch in seinen Armen, lediglich bedeckt mit einer Wolldecke. Sein Kopf ruhte an meiner Schulter, während sein warmer Atem angenehm meinen Hals streifte, bis ich schließlich eingeschlafen war. Kapitel 5. Als ich am nächsten Morgen erwachte, fragte ich mich für einen kurzen Augenblick, ob ich das wirklich alles nur geträumt hatte. Ich lag in meinem Bett. Alleine. Wie war ich hierher gekommen? War diese Nacht mit Bryce vielleicht nur in meiner Fantasie passiert? Der Wind wehte draußen immer noch kräftig, doch die Spitze war überstanden. Ich drehte mich auf die Seite und blickte auf den Wecker neben meinem Bett. Erschrocken zuckte ich zusammen. Es war bereits 9 Uhr. Oh, das konnte doch nicht sein. Normalerweise kam Terry spätestens um 7 Uhr in mein Bett gekrochen. Wenig später machten wir Frühstück. Was war mit ihr? Schnell zog ich mir meinen Morgenmantel über und eilte in ihr Zimmer. Doch Terry war nicht dort. Leichte Panik erfasste mich und ich rannte die Treppen hinunter in die Wohnessküche. Erleichtert stelle ich fest, dass sie auf dem Sofa saß und einen Zeichentrickfilm schaute, während Bryce am Herd stand. »Der Strom geht wieder«, meinte er lächelnd zu mir. »Magst du auch Pancakes zum Frühstück?« »Gerne«, meinte ich zu ihm. »Ich hoffe, es war okay, dass ich dich gestern Nacht in dein Bett getragen habe«, flüsterte er leise zu mir. Ich dachte mir, Terry sollte uns beide nicht so sehen, obwohl ich dich den Rest der Nacht ziemlich vermisst habe. Am liebsten hätte ich ihn umarmt und kurz geküsst, aber ich traute mich nicht. Schon allein wegen Terry. Aber auch deshalb, weil ich nicht so genau wusste, was die letzte Nacht nun für uns bedeutete. Ich wollte nicht zu viel hineininterpretieren, obwohl das Kribbeln in meinem Körper eine andere Sprache sprach. Kurz berührten sich unsere Hände unter der Theke der Küche. Trotz der ganzen Ausnahmesituation, in der wir uns gerade befanden, verbrachten wir einen angenehmen Tag. Wir spielten Brettspiele mit Tori, die Bryce so vertraut behandelte, als gehörte er schon ewig zur Familie. Am Nachmittag kochte ich für uns Tee und holte noch ein bisschen Shortbread aus der Vorratskammer. Bryce schaute immer wieder nach, ob er irgendwelche Sturmschäden ausmachen konnte. Glücklicherweise wurde das Leuchtturmwärterhaus von größeren Blessuren verschont. Kaum hatte ich Tori am Abend ins Bett gebracht, entlud sich die Leidenschaft in uns, die sich den ganzen Tag aufgestaut hatte. In der Nähe von Bryce fühlte ich mich so geborgen. Und gleichzeitig fragte ich mich, wie es mit uns weitergehen sollte. War es vielleicht bloß diese ganze Situation, die mich in seine Arme getrieben hatte? Fühlte sich Bryce an diesem Ort vielleicht nur an die schönen früheren Zeiten mit seiner Frau erinnert? Was wusste ich eigentlich von diesem Mann? Manchmal flammten diese Zweifel in mir auf, die ich schnell wieder wegwischte, weil sie uns momentan kein bisschen weiterhalfen.
Kapitel 6. 3 Tage dauerte unsere unfreiwillige Wohngemeinschaft an. Dann verstummte der Herbststurm plötzlich. Die Wolken lockerten sich und dahinter kam die Sonne und der blaue Himmel zum Vorschein. Das Meer lag ruhig da, als wäre nie etwas gewesen. Wie selbstverständlich befreite Bryce die Fensterläden auf der Wetterseite von ihren Holzbrettern und das Licht flutete die Wohnräume. Ich sammelte ein paar Dinge im Garten auf, die der Wind dort verteilt hatte. Dann war schließlich der Zeitpunkt gekommen, da es keinen rationalen Grund mehr gab, dass Bryce noch hier war. Der Weg war wieder befahrbar und der Abschied nah. Wir standen an der Haustür. »Danke für alles«, meinte ich mit leichtem Wehmut in der Stimme zu ihm. »Keine Ursache«, lächelte er zu mir und seine meergrünen Augen blitzten mich an. »Vielleicht treffen wir uns ja bald mal wieder irgendwo.« »Ja, sicher, irgendwo. Vielleicht«, stammelte ich unsicher vor mich hin und konnte meinen Blick nicht von ihm wenden. »Kommst du uns bald mal wieder besuchen?« stellte Tori schließlich die Frage, die wir bisher tunlichst nicht ausgesprochen hatten. »Tori«, mahnte ich meine Tochter verlegen. »Doch, also, ich komme gern mal wieder«, meinte er fast schon etwas schüchtern zu mir. »Heute Abend hätte ich noch nichts vor.« »Heute Abend?« Ungläubig schaute ich zu ihm. »Aber nur, wenn es für dich okay ist.« »Ich denke schon«, grinste ich ihn an. Kurz nahm er mich noch einmal in den Arm. »Ich vermisse dich jetzt schon«, flüsterte er leise in mein Ohr. Kapitel 7. 2 Jahre war das jetzt her. Und nun stand ich oben in dem kleinen Zimmer im Leuchtturm und schaute auf das Meer, das heute nur leichte Wellen an die Felsküste spülte. Die Sonne schien und kleine Wolken schwebten über den Himmel. Es war ein wunderbarer Tag. Direkt nach Gavins Tod hatte ich mir nicht vorstellen können, jemals einen anderen Menschen so lieben zu können wie ihn. Und ich glaube, Bryce war es nicht viel anders gegangen. Doch das Schicksal hatte unsere Herzen auf eine seltsame Art zusammengeführt und ich konnte mir mittlerweile ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Lächelnd stand er neben mir und hielt ganz vorsichtig meine Hand. Ein Leben am Leuchtturm bedeutet ein Leben mit der Macht der Natur. Es waren stürmische Zeiten, die euch zueinander finden haben lassen. Doch nach jedem Sturm kommt auch wieder der Sonnenschein. Und so möchte ich euch fragen, ob ihr bereit seid, dieses Leben von nun an gemeinsam zu beschreiten? Glücklich schauten wir uns an. Bryce trug einen schönen Anzug und ich ein schlichtes weißes Kleid mit leichter Spitze. Heute war unsere Hochzeit. Unsere engsten Freunde und Verwandten feierten mit uns diesen wunderbaren Tag. Die Zeremonie verlief festlich, jedoch ohne übertrieben zu sein. Kurzfristig war das kleine Zimmer oben im Leuchtturm zum Trauzimmer umfunktioniert worden. Und ich hätte mir zum Heiraten wohl keinen geeigneteren Ort vorstellen können. »Ich liebe dich, Elna«, sagte Bryce zu mir, als wir schließlich vor dem kleinen Leuchtturm-Wärterhäuschen standen. »Ich dich auch, Bryce.« Dann nahm er mich auf den Arm und trug mich über die Schwelle unserer Eingangstür.